So. Ups. Verdammt. So, sorry Leute. So, jetzt aber. Gott, irgendwie ist da was schief geworden. Okay, jetzt aber. Hoch. Jetzt. Fahr ein bisschen näher an. Und jetzt geht's los. So, okay. Alles ganz kurz umgeworfen, aber jetzt geht's. So. Ja Leute, willkommen zum Livestream. Unglaublich, aber wahr. Ich bin jetzt wieder am Start und hatte euch ja gestern versprochen, nochmal kurz live zu kommen. Und wollte eigentlich viel früher live kommen, hat noch nicht ganz geklappt, weil ich jetzt noch mal Untertitel schreiben war. Und ja genau, und jetzt wollte ich jetzt nochmal ganz kurz mit euch auf die Gamescom reagieren und mir gerade das Auge, Sekunde kurz, gerade gutes Timing. Allergie gerade zu Beginn des Streams nicht so gut. Moment. So, besser. Ja, ich gucke mal ganz kurz mal auf Instagram, dass ich das mal kurz poste und dann geht's los. Wie geht's euch allen so, Leute? Ich hab's jetzt echt geschafft, alle 7 Tage irgendwie was zu machen, wenn jetzt morgen mein neues Video kommt. Unfassbar. So, Moment, ich poste kurz mal auf Instagram, dass ich live bin. Hey Siri, mach einen Screenshot. Danke. So. Okay. Zack. Und Instagram. Posten. Zack. Zack. Kann ich das auch so machen? Sekunde mal kurz. Ich bin jetzt kurz live und morgen Abend um 20:15 Uhr kommt mein neues Video. Genial. Ich habe gerade mal einfach mal ins Handy getippt, ohne zu tippen. Sau cool. So. Dann. Bam. Moment. Alright. Dann poste ich kurz das noch in meine Story. Wird heute auch nicht viel passieren, weil es schon ein bisschen spät und ich wollte auch früher anfangen. Kann heute auch nicht so lange, aber ich glaube, uns fehlt auch nicht mehr so viel. So, dann kurz noch Leute erwähnen. Ups. So. Zack. Zack. Und den letzten Freund noch hinzufügen. Okay. Jetzt noch kurz einen Countdown erstellen für morgen das neue Video.
dann den Tag und die Uhrzeit. Alright. So. Dann noch kurz einen passenden. Oh Gott, irgendwie ist das Mikrofon jetzt schief geworden. Ich habe das irgendwie vorhin gegen was geklatscht und jetzt. Na gut. So. Dann noch kurz einen Musiktrack abspielen. Sekunde. So. Okay. Wird kurz werden, deswegen habe ich jetzt gedacht, wird jetzt auch gar nicht mehr so viel machen. Deswegen, jetzt geht's auf jeden Fall los. Und wir starten direkt in den neuen Livestream. Und ja, auf jeden Fall, jetzt geht's gleich los. Hier, so. Ich gucke kurz hier in den Chat. So, Moment. Chat ist da. So. Okay, ist noch leer. Alles klar. Dann, Leute, würde ich mal vorschlagen, legen wir los. Gleich bekomme ich Essen, aber da ich ja quasi den Gamescom schaue, kann ich ja schauen und essen. Deswegen ist jetzt auch quasi kein großer Verlust. Und wenn wir schaffen... Gott, irgendwie ist es echt schief heute. Und wenn wir schaffen, die ganze Gamescom noch am Abend durchzugucken, warum nicht? So. Dann will ich jetzt ganz kurz mal in den Verlauf gehen von YouTube, um das zu finden, wo ich halt war. Auf dem Kanal von der Gamescom neulich, als ich da am Freitag war. So, Verlauf. Ich kann schon mal sagen, Leute, morgen um 20:15 Uhr, also keine Minute später, genau pünktlich um 20:15 Uhr, also jetzt quasi richtig so Primetime-mäßig, wie eigentlich auch sein soll, kommt mein langes neues Video von Kons-T, das eigentlich jetzt für die letzte Woche gedacht war, aber so ist es nun mal. Also so. Das war noch nicht da. Moment. Da. Freitag war das, oder? Freitag. Ich bin noch am Suchen. Bin noch am Besuchen. Wo ist denn das? Donnerstag. Ich hab's. So. Hier. Du musst dich deinen Ängsten stellen. Ich habe häufig Träume von einem Mädchen auf Arrakis. Der Imperator bittet uns, Frieden nach Arrakis zu bringen. Ein großer Mann sucht nicht nach der Führung. Er wird berufen. Dune im Kino. The mystery from him to the city. Probably the last bastion of mankind in the world. Oh, shit! Come on.
Okay, Moment, Leute. Ich wollte kurz die Kopfhörer. Alles gerade so mega spontan. Ich habe gedacht, dass ich einfach mal die ganzen Untertitel mal vorziehe und mal einfach, besser damit vorankomme und schon mal quasi beende alles, die ganze Arbeit, damit ich jetzt auch die nächste Woche ein bisschen mich auch mal ausruhen kann. Ich hätte noch auf jeden Fall Zeit gehabt und so. Vielleicht kann ich die mir auch das einfach mal ein bisschen früher schicken und er wird sich auch dann freuen. So. Ach nee, einschalten. Verdammt. Ist ein... Gott. Moment. Dann wieder abziehen. Ich hab's vergessen. Na gut. Gott, irgendwie hänge ich ja fest. So, besser. So. Ah, und die wollen auch gerade Vergeltung. Passt ja. So. Moment. Wo ist der Knopf hier? So, eine Sekunde, Leute, ich muss kurz noch mal einschalten, das gute Ding. Power on. Kann ich jetzt, sehr gut. Okay, jetzt geht's auch endlich wieder los. So, sorry. Na komm. Ah nee, das ist jetzt so richtig, okay. Also ich kann mit euch einfach mal wetten. Gleich wenn ich die Kopfhörer aufziehe, kommt man essen. Und dann bin ich auch bereit zum mal schauen. Also wie hat sich alles hier verlegt, ey, was ist da los? Moment. Das ist jetzt nach außen, ey. Ay, Mann. Na gut, dann halt anders. So, das mache ich kurz noch zu. Hallo, Technik. Jetzt. Das kann ich eigentlich noch entlehnen, ne? Okay, es war voll locker, da lege ich es halt so. Okay, nochmal. Jetzt aber. Okay. Ja, okay. How much? Gerne. Ohne komm. Churrasco. Ja, die sind locker irgendwie. Danke. Hallo. Hallo. Danke. Hallo. So. Okay. Alles ready. Ich hatte gerade irgendwie Schwierigkeiten, die Kopfhörer aufzuziehen. Aber jetzt, okay. So. Perfekt, es gibt Essen und es gibt was zu schauen. Also vergesst gut, was alles gewesen ist, weil vorhin jetzt echt nichts gewesen. Jetzt geht's auch erst richtig los. Oh, Sekunde kurz, ich habe gerade einen Anruf. Sekunde mal ganz kurz, Leute. Ich mach kurz mal stumm. Sekunde kurz.
So, Leute, verzeiht kurz die Unterbrechung. Mich wurde gerade angerufen und das war ziemlich wichtig. Oder es war auch einfach cool, einfach. Es war eine Überraschung. Und zwar wisst ihr ja, dass ich ja dieses iPhone habe, dieses iPhone 12 Pro, und ich habe es ja von dem Professor. Und hier, da habe ich ja. Da, so. Und eben gerade hat mich der Professor angerufen mit seinem Kollegen, die beide bei mir waren damals. Und da habe ich gedacht, komm, dann muss ich unbedingt mal rangehen. Weil, von dem Professor habe ich auch schon eine halbe Ewigkeit nichts mehr gehört. Und überhaupt mal so, deswegen habe ich gedacht, jetzt wäre doch jetzt mal eine gute Gelegenheit, mal kurz zu sprechen. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, das wäre doch jetzt mal eine geile Gelegenheit, die beiden am Bildschirm halt mal wieder zu sehen. Moment, ist gerade ein bisschen laut. So, genau. Und ja, viele haben mich ja gefragt, wie es dem Professor so geht und so weiter und so fort. Habe ich gerade gesehen, ihm geht's gut, so. Und ich habe gerade noch mit dem Dirt gesprochen, mit dem Manager quasi. Und ja, sieht aus, als würden wir uns mal bald wiedersehen. Also jetzt nicht morgen oder so, aber halt mal bald mal die Tage. Freue mich einfach mal sehr. Und genau, deswegen, aber normalerweise gehe ich nie ans Handy, wenn man mich irgendwie mittendrin mal anruft. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall mal, ja, verfügbar gewesen. Und da jetzt ja auch gerade nicht so viel los ist, denke ich, dass es jetzt auch, glaube ich, ja, nicht so schlimm. Hoffentlich kommen jetzt doch ein paar Leute hinzu. Und ja, ich würde sagen, Leute, also die Leute haben ja auch gerade versprochen, dass sie vielleicht gleich mal hier auch mal einschalten. Ich würde vorschlagen, also weil ja eh noch mein Essen hier kalt wird, ich setze wieder mal die Koffer auf und dann machen wir einfach mal einen gemütlichen Abend und schauen uns mal den ersten Gamescom an. Verstehe auch völlig, wenn jetzt nicht so viele Leute mal zugucken, weil vorhin hatte ich auch so ein paar Fails und so weiter. Und genau. Jetzt denke ich mal, setze ich die Koffer mal auf. Wieder mal einen Moment. Das kann jetzt noch mal ein bisschen dauern, weil das hat ja vorhin ja bestens funktioniert. Nicht. So, Moment, Leute. Moment. So. Aber. Okay. So. Halbwegs. Sitzt, passt, wackelt halt Luft. So. Ich ist noch ein bisschen schief, aber macht nix. Ich kann auch auf einem Ohr hören. So. Okay. Dann würde ich vorschlagen, ich habe gar nicht hier so viel Chaos auf meinem Schreibtisch, es ist unglaublich. Und wenig Platz auch, aber jetzt geht's auf jeden Fall los. So. Dann schiebe ich kurz mal das Handy weiter weg. So. So. Den Teller tue ich hierher und dann klicke ich mal auf
React. So, jetzt Facecam. Und jetzt aber. So. Hier ist die Gamescom, Leute. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir noch damals gewesen sind. Jetzt kommt gerade noch Werbung. Okay. Dann warte ich kurz mal die Werbung ab. Ah ja, diese komische komische Spiel mit den fliegenden Tierchen. Das war schon gewesen. Clowns, strongmen. He had to be ready for any type of audience, be it poor miners, scary bandits, or even whimsical elegant ladies. Ich würde sagen, Leute, also alle, die jetzt einfach die letzten Tage nicht live mit sein konnten, kann ja gleich noch einfach mal das Ganze mal schauen und in der Zeit esse ich halt ein bisschen was. Und ja, deswegen dann kann ich auch halt nochmal nebenher nochmal kommentieren, weil ich habe mir auch halt jetzt auch so ein bisschen den Überblick verschafft über die Gamescom, habe so meine Favorites und genau, deswegen kann ich auch euch mal gleich erzählen, wenn jetzt was Bekanntes vorkommt, und dann kann ich auch mal erzählen, was ich halt davon halte und wie das Ganze so aussieht. Na gut, so. Und wir sind zwei, auf jeden Fall sehr cool. Dann würde ich mal sagen, ich esse was kurz und dann machen wir auch mal da einfach mal weiter. Ja genau, ich kenne mich. Das war dieses Spiel, wo man in LA ist und in der Vergangenheit quasi, so in den 20er Jahren, so eine Art Aufbaustrategiespiel ist. Dann, Moment. So. Ich gebe heute übrigens Fleisch mit Reis. Hi, I'm Timo. And I'm Johnny. We are the founding brothers of So That End, the developers making Roots of Pacha. Roots of Pacha is a cozy game about being the first person to form and develop the ideas that shape humanity. You play as a member of the clan living in the land between two rivers. Set in a fictional world, but inspired by our own, we set out to make a co-op game we could play together even though we are miles apart. We started by imagining our prehistoric selves, looking at fire and asking how we could make it, and then realized that concepts and ideas are the foundations of how we relate to the world. So. Who thought that instead of foraging for food, we could actually grow our own?
how did we go from just hunting animals to sharing our homes with them? Every new material we found sparked ideas that turned into better tools. We found ourselves with a surplus of food, so we created new ways to process and store it for the colder seasons. Our villages grew because we worked together, and as we cooperated, we began to reach heights that never seemed possible before. Our lives became enriched with music and the stories we passed down through generations. And we reached a point where we could create, not just for survival, but to live to our fullest. Roots of Pacha asks what it means to be an early human, and how our choices brought us to where we are today. You just saw trailers for a roguelike CCG about the circus, a city management game, a caveman simulator, and a quaint village building toy. And hey, Moment. if town... Hier bin ich schon gewesen, das weiß ich noch ganz genau. Das ist der Typ, der immer so mit Sachen quasi abgeworfen wurde. Jetzt kommt gleich nochmal Werbung, glaube ich. Okay, Moment. Lass mal hier mal schauen. Ja, okay, Werbung kommt gleich wieder. Das habe ich auch nicht gesehen. Du hast bei jedem Einkauf bares Geld sparen. Kennst du das? Du willst dir wieder irgendwas online bestellen, gehst zum Warenkorb und denkst dir... Moment mal. So. Auch noch nicht gesehen. Everybody loves watching a speedrun of their favorite game, but what if you got a chance to peek into the mind of the developers behind those games as they watch their hard work get completely destroyed right in front of them? What is happening right now? That's exactly what happens on every episode of Devs React to Speedruns. We invite you to ride along with the developers as they watch, react, and enjoy some of the craziest gameplay by the most skilled speedrunners on the planet. Tune in every Saturday for a brand new episode.
From the creators of Plant Turismo, League of Legends, and Minecraft. Released in 2020, Expansion Pack 2021, launch soon. Gamescom Forest. Not a game, but a game-changing project. Thousands of trees were donated by the best community in the world because we need oxygen even more than a good Wi-Fi signal. Save a bee, plant a tree. Let's grow. The Gamescom Forest. From breaking news and exclusives, never-before-seen looks at movies and games, to reviews, Let's Plays, and live streams, IGN brings you all the coverage you need, no matter where you are. Whether you're on IGN.com, the IGN app, YouTube, Facebook, or Snapchat, we've always got you covered. Gamescom 2021 is presented by Pluto TV, free to watch. Hello, my name's Joe Screbbles. I'm executive editor of news at IGN, and one of my favorite things about Gamescom is the Indie Village. One of my favorite things about any show is being able to just walk around and find something new. This is why physical events are so exciting to me. And Gamescom has traditionally had the Indie Village that's just stuffed with games you wouldn't see anywhere else, and you're seeing all of it sight unseen for the first time, usually with the developer right next to you. So a few years ago, we ended up heading to the Indie Village when we had an hour free in our schedule and playing just a bunch of really strange, unexpected games, and some of which were massively impressive. I remember playing Keyboard Sports, which was a game about controlling a character doing sort of sporty challenges, but you controlled it with literally every key on the keyboard, which was just hilarious. Like, I've never seen that before or since. And another game called Semblance, which I believe was a South African studio, and they'd made this platformer where you got around not by using normal platforming skills, but by bouncing the actual environment to fit it into shapes you wanted. And the Indie Village is just this little spot that you can just walk into and see these kinds of things, these experiments and these versions of games that you won't see anywhere else on the show floor. And you might come away with something that you never knew you were going to be this excited about. And I think that's just a super valuable thing. Hello again, this is Gamescom Studio right here on IGN Live, and a friendly reminder that if you missed anything during our show or want even more info and content on upcoming games, Gamescom now has you covered. Plus, if you take part in the Gamescom Epics Quest, you can win goodies and prizes, and best of all, it's all completely free. Head over to now.gamescom.global to find out more. There's still a ton of great stuff coming up, like an exclusive first look at the anime-inspired hack-and-slash Solstice, and a deep dive on Age of Empires 4, plus a very special episode of Next Gen Console Watch. But right now, because you've all been so well behaved, we have another block of trailers. Look, I gotta level with you. We were gonna show them anyway, no matter how well you behave, so go nuts out there. Habe ich noch nie gesehen. Okay, sehr gut. So, ich habe jetzt gegessen, mache ich noch die letzte Portion. So. Den letzten Bissen noch. Alright. So, okay. Jetzt geht die eigentliche Show mal los, Leute. Jetzt gucke ich mal die Gamescom weiter.
Bisher. Okay. Ah nee, Prehistoric Kingdom ist wohl so ein Indie-Spiel. Okay, nice. Okay, was kommt jetzt? Okay, sieht schon mal gut aus. Kaffee. 3 Geister das PlayStation. Wow. Wow, sieht echt gut aus. Die sehen aus wie Crisis. Von Crytek. Crisis 4. Zumindest mal so ähnlich. Ah, okay, du kannst die Perspektive wechseln in dem Spiel. Sieht so ein bisschen aus wie Deus Ex auch. Nur nicht ganz so. Okay. Also eher so ein Stealth-Spiel, oder kann man da jetzt auch wie ein Rambo abgehen? Also grafisch finde ich das schon mal beeindruckend. Also die ganzen Reflexionen und so. Auch so diese ganzen Lichtflecktionen und so diese Blendeffekt, wie das hier echt nicht schlecht gemacht. Und weil jetzt auch ja davor so ein Dreieck eingemalt war, wie jetzt hier auch, also heißt es wohl PlayStation auf jeden Fall. Hab gerade gesehen, links war XP, also das ist auch halt so ein bisschen auch ein Rollenspiel im Ende. Du willst wohl irgendwie auch aufsteigen, okay.
Jetzt geht's noch bitte ein bisschen schneller ab. Alter, haben wir auch überlegt. Okay. Hi Nathan, wie geht's dir? Mir geht's sehr, sehr gut. Ich guck jetzt mal den Rest von Donnerstag auf der Gamescom. Da habe ich noch, ja, gut 3 Stunden jetzt noch vor mir. Werde ich alles nicht heute schaffen, so, aber dann werde ich, denke ich mal, nächste Woche noch mal was machen. Und auf jeden Fall kommt morgen mein neuestes Video online, das letzte Woche nicht kam. Und jetzt habe ich das quasi komplett jetzt auch geschnitten. Ist es seit Donnerstag bereit und kann es kaum abwarten, online zu gehen. Habe sehr viel Mühe mir gegeben, noch neben den ganzen Aufgaben mit den Untertiteln und jetzt hier die Livestreams und so. Und ich habe es jetzt echt geschafft, dass ja Montag bis Sonntag durchgehend was von mir kam. Also so viel wie die Woche gab es glaube ich bei Kons-T nie, deswegen. Und ja, jetzt war ich kurz mal abgelenkt vom, ja so, konnte ich halt die Koffer nicht richtig aufziehen und dann kam noch mein Essen. Aber jetzt bin ich wieder voll da und schaue gerade die Gamescom. Wie geht's dir? So. Und was auch neu ist, ich freue mich einfach sehr, dass meine Familie jetzt auch halt so mitmacht, ne? Das ist halt sehr geil. Also es ruckelt nicht mehr und das Video ist auch flüssig. Was will ich mehr? Was will ich mehr? Und dann bei dir sind noch Ferien oder ist schon wieder Schule? Wie sieht's aus? Also irgendwie finde ich das Spiel zwar bis jetzt ein bisschen repetitiv, also du hast jetzt gefühlt 7 Wachen da gekillt, aber verstehe. Montag. Okay. Ja, dann habe ich ja dir hoffentlich noch die ganze Woche Kons-T vom Feinsten gegeben, ne? Weil jetzt die ganze Woche was von mir kam. Also morgen kommt noch einmal ein neues Video. Und dann gibt's länger nichts mehr, also halt dann wieder normalen Tempo. Aber da werde ich auf jeden Fall noch was posten, auf jeden Fall. Shadow of Conspiracy Section 2. And we're back. That was Timesia, Prehistoric Kingdom, and Shadow of Conspiracy. Damon, wasn't that awesome? Indeed it was, Kim. Some great reveals there. In fact, we're now very tired from all the high energy excitement around here, so we're going to take a very short break. We'll be back with another Gamescom award and much more Gamescom Studio right here on IGN after this. Jumanji? Crows is an upcoming open world shooter targeting a PC release. Let's take a look at the Crows. Kurz vorgespult mit der Werbung. Minecraft, the one launch soon. Trees were oxygen. That may sound unexpected, but in reality, it makes a lot of sense for what the show is about. Here to tell us more about Gamescom Forest is head of Gamescom, Christian Bauer. Welcome, Christian. Why did Gamescom decide to support a reforestation project? Well, Gamescom and gaming is
much more to many people than just a hobby. It's a way of life. And as such, we believe that it's important that we also concern ourselves. Hey Leute, gut, dass jetzt auch mal live zu gucken. Vorhin war ich fast alleine hier. Jetzt geht auch wieder ganz normal weiter. Und wie das gar nicht geht. Wie geht's euch, Alter? Willkommen zum Livestream. Something that we could do together with the community. And why did you decide on a reforestation project in particular? Gamescom's home is in Germany, as you know. And Germany used to be a country covered in forests. Now, many of those huge forests have been broken up in little chunks with large gaps in between. Our aim is to fill in those gaps, to create larger connected parts of forest, to create a livelier space for the little critters and creatures to thrive in there. The forests worldwide are under stress, as you know. There's wildfires, there is drought, and we believe that we can do something to help our forests, and that's why we are doing the Gamescom Forest. Ich werde heute auch nicht mehr so lange machen, noch eine Stunde ungefähr. Und dann, genau, kommt mir morgen mein neues Video, da könnt ihr euch sicher schon mal dafür anschneiden. Und den Rest von der Gamescom, dann werde ich auf jeden Fall nochmal nachgucken. Gamescom, we published a guide with a lot of best practice examples that can help games companies to become more sustainable. We are also supporting the Green Gaming Summit, which is going to take place in October. It is part of the UN Climate Conference COP26, and we are associate members of the Playing for the Planet Alliance, which is an initiative by the United Nations, in which the games industry is taking responsibility and action to preserve the environment. All right, that sounds great. But what can we do personally to follow in those footsteps? Well, everybody can do a lot by doing a little. I, for example, with my family, we decided to calculate our carbon footprint. There's many calculators out there on the internet where you can actually find out how much carbon you produce a year. Then in the next step, we figured out how to Und da gibt es quasi eine Initiative, das quasi Gamescom versucht, ja, Bäume und Wälder wieder zu beleben oder Bäume zu pflanzen und so, ja, wieder Wald entstehen zu lassen auf dem deutschen Boden. Try and buy local, regional and seasonal groceries when you go out there, and try and find out what works best for you to reduce your carbon footprint. After you've done all of those things, you basically have a carbon balance, and now you can become carbon neutral or even carbon positive if you buy trusted carbon certification. And for me and my family of 5, that adds up to about $350 a year that I spend to try and preserve the planet for my children. But first and foremost, of course, you can donate to the Gamescom Forest and help us grow the forests in Bavaria, the land of lederhosens and beer. All right, well, you can find out more about Gamescom Forest at gamescom.global and help make the forest grow. Christian, thank you so much for stopping by. We are going to take a very quick break, but we'll be back soon with tons more Gamescom Studio right after this. Spule kurz vor. Beziehungsweise, Moment Leute, ganz kurz, ich wollte mal ganz kurz Bescheid sagen, dass ich jetzt gegessen habe, damit ich meinen Tee bekomme, dann habe ich hier auch ein bisschen mehr Platz. Weil ich war eben noch mal essen gewesen und da ist gerade so ein bisschen alles viel auf dem Tisch, deswegen komme ich gleich wieder und trinke meinen Tee und dann reagiere ich weiter. So. Bis gleich. Moment. So.
Okay, Leute, jetzt geht's weiter. Hab noch kurz Tee getrunken und jetzt habe ich auch hier ein bisschen mehr Platz auf dem Tisch und würde sagen, wir schauen weiter. So. From breaking news and exclusives, never-before-seen looks at movies and games, to reviews, let's plays, and live streams, IGN brings you all the coverage you need, no matter where you are. Whether you're on IGN.com, the IGN app, YouTube, Facebook, or Snapchat, we've always got you covered. Whether it's covering, make sure to catch the... Everyone, and it seems like someone, why not vote? Our main up to for the IGN Games. So. Gamescom 2021 is presented by Pluto TV, free to watch. It's been another big year for gaming, and Gamescom is proud to present the Gamescom Awards for 2021. Here are the nominees for Best Family Game. Just Dance 2022 from Ubisoft. Run Prop Run from Play Together Studio. Super Dungeon Maker from Roca Play. And the winner for Best Family Game is Super Dungeon Maker from Roca Play. If you're looking for a unique take on the classic dungeon crawler, Super Dungeon Maker's Zelda-inspired action is the perfect fit. With intuitive tools and an adorable aesthetic, it gives players the ability to design and discover dungeons for themselves, complete with puzzles, traps, and enemies. It's no wonder Super Dungeon Maker is bringing families together to craft, trade, and defeat dungeons of their very own. Yeah. To accept the award, here's more from the team behind Super Dungeon Maker. Hey everyone, I'm Linda. And I'm Julian, and we are the founders of Firechick. I gotta admit, we were very surprised, yet all the more happy to receive this awesome Gamescom award for our studio's first game, Super Dungeon Maker. Making games that are fun to play both for children and adults alike has been our focus for a long time, so we feel all the more honored to be chosen as the best family game. We want to thank our awesome publisher Roca Play, who has given us the opportunity to make our game idea a reality. As well as our family and friends, who had never had a doubt in us making our very own games. And last but not least, our awesome community, who helps us with feedback, great ideas, and just good vibes to help make Super Dungeon Maker the best game we can. We are very excited to see what dungeons you all come up with and create and share with the world once Super Dungeon Maker is released. Thank you. Welcome back, friends, to Gamescom Studio. Hey, you know what's nuts? There is a whole trilogy of Jumanji movies. Well, technically, there's a whole Jumanji multiverse if you count Zathura, since they're both based on picture books by Chris von Allsburg, where cursed board games terrorize children. Yeah, he also wrote The Polar Express, so this multiverse also includes that movie where computer-animated Tom Hanks terrorizes computer-animated children on a train and also gives them hot cocoa. Well, Damon, the Jumanji multiverse is about to get even bigger and terrorize even more children in the form of a brand new game. Let's take a look. Hi, I'm Cristiana Serra, Marmalade Game Studios Head of Studio in Lisbon, and I'm here to talk to you about Jumanji, The Curse. Also ich kenne nur den ersten Film und es gab jetzt, glaube ich, mal einen neuen Film mit The Rock, oder? Das war ja dann wieder was völlig anderes, aber ich habe es nochmal als Kind, gab ich noch in Moskau, da gab es noch so eine Jumanji Zeichentrickserie, die gab es mal im Fernsehen, die habe ich mal geschaut, aber ansonsten weiß ich auch gar nicht. Returns. So in making this game, we have created a mashup of a board game plus a co-op adventure, and we're pretty sure you haven't played anything like it before. If you always wished you could play Jumanji for real, this is it. We made sure the gameplay mechanics are easy to pick up.
but time restrictions keep up the pace as you match and share items. The emphasis is definitely on working together and having fun. Jumanji itself is a board game. There are 4 players and the goal is to reach the center of the board. It sounds simple, but as we all know, Jumanji contains a magical jungle that wants to escape into the real world. If you make it to the jewel in the middle of the board, the entire jungle and creatures brought with it will be sucked back into the game. So Jumanji is literally fighting to stop you from reaching the finish. Every time you roll the dice, a riddle appears in a jewel, and each riddle reveals a clue as to what challenge you'll face next. In the 1995 movie, all kinds of crazy creatures come out of the board. We're talking giant bats and mosquitoes, a lion, right the way through to a whole stampede. The gameplay itself is straightforward fun that requires speed and cooperation in order to win each round. Every player has their token and a stash of items. You have to use the right item at the right time to banish the danger. When you get this right, your token charges a little, and when it's fully charged, you can use your token's power, which matches any item you might need. Each round demands teamwork. You'll be facing whatever danger comes out of the board, plus juggle boards, which will always try to ensnare you. And if Jumanji sets the hunter to bring out loose, he will appear when you least expect it, and try to disable you and your team. In the movie, all 4 players work together to beat Jumanji, so we really wanted 4 players in the game. But there are lots of player modes. You can play solo with 3 AI team members, play co-op with 3 friends or family members, play with 1 or 2 friends with AI characters making up for any missing players, or play an open online game with people around the world. The choice is yours. The most important thing is that you win or lose together as a team. If you don't manage to beat the jungle, you'll lose a location to Jumanji. And if you lose all 5 locations to the game, Jumanji wins. If you're a fan of the franchise, if you want to connect with friends, or if you love board games, this really is the co-op adventure for you. So Jumanji The Curse Returns is coming soon to Steam and Nintendo Switch. And you can ja, da war ja einfach nur eine einzige Sicht quasi. Da stehen sie alle und dann wählst du einfach raus. Das sah mich irgendwie noch nicht so überzeugend aus, aber okay. You can add it to your Steam wishlists now. Myself and the team here at Marmalade Game Studio really hope you'll love it as much as we loved making it. Sometimes video games have dark, serious-sounding titles like, I don't know, Blood Revenant, Curse of the Dark Brotherhood, or Terminal Maelstrom Resolutions. But sometimes they have colorful, fun-sounding names like Super Animal Royale. I made up those first 2 titles, but not only is Super Animal Royale a real game, it's actually out right now. If you're still skeptical, here's a look at it in action. Rated E10 for ages 10 and up. Hey, I'm Michael, co-founder of Pixile Studios and game director on Super Animal Royale. And I'm Jake, composer and sound designer for Super Animal Royale. We're so excited to say that we're finally leaving early access and launching on all major consoles. Version 1 is one of our biggest updates yet and kicks off Season 1, so let's dig into it. Season 1 is all about Super Animal World, the safari park that plays host to the world's most adorable fighting. And many of the cosmetic items you can unlock are themed after the fine park establishments that you can also visit in-game. The Animal Pass contains 49 tiers of exclusive content to unlock, but unlike most passes, it lets you complete it at your own pace. This is thanks to a new feature we call the Archive, where rather than expiring at the end of a season, old passes remain available for purchase, or to reactivate if you already own them. This reduces the pressure of racing to complete the season, and also makes it so that you can work on 2 at once. We're also excited to say that as of today, your super animal can finally have its very own animal as a pet. The Super Animal World scientists have outdone themselves on this one, shrinking dangerous beasts like bears and tigers to a much more manageable and adorable size. They're not exactly tame, but at least they're mini enough to prevent serious maulings. They're purely cosmetic and match the player's line of sight, so they won't reveal you unintentionally during battle. They'll follow you around while you're alive, and sleep faithfully by your gravestone if you're not so fortunate. To start, there's 8 mini animals for purchase in the Saw Shop, as well as a mini capybara in the Animal Pass.
The mini animals also have their own new point of interest for you to explore on the island. Mini Ranch expands Super Animal Farm to the east, and the first building you'll probably notice when you arrive is Mini Mart. This is a special branch of the Saw Shop where Super Animal World Park guests would originally adopt their mini animals. It also features a petting zoo where you can still see some mini animals and show them some love. We're also proud to say that we finally have our first super amphibian, the super frog. There are 5 total breeds of super frogs to unlock, bringing the total number of breeds in Super Animal Royale to 358. You can unlock the frog in the research lab, starting at level 30, and I'm not going to say hop into battle, because even though super animals are pretty great at hopping, super frogs actually aren't any better at it than anyone else. Season 1 also brings 2 new power-ups and refinements to existing power-ups. Saw Impossible Tape breaks the laws of physics to instantly repair your opponent's body armor when they die, so that you can pick it up good as new. And the Bandolier increases your max carrying capacity for ammo, super tape, grenades, and most importantly, bananas. For all the changes to existing power-ups, be sure to check out the patch notes. But highlights include the skunk gas snorkel and claw boots that give you extra traction in shallow water. That's all we have time to cover for now, but there's so much more to see in version 1. I think it's seriously the longest patch notes I've ever written, so check it out. Super Animal Royale is available now to play for free on PC, Mac, and every major console, with cross-platform matchmaking and the ability to sync your save between every platform. There's also tons to look forward to, like cross-platform parties, new game modes, holiday events, but we'll leave that for next time. For now, thanks for having us, and we'll see you in-game. Okay, also echt für alles. PS4, PS5, Xbox, Switch, PC, einfach alles. Cool. We're back. Shh. No, we're not. We're not? No. Just sit perfectly still, and they'll go away. The Gamescom studio audience is attracted to sound and movement. Oh. Hey, that's... Hi everyone, I'm Sebastian from Munich, former head of IGN Germany, and I'm here to talk about my most favorite Gamescom show floor moment. Well, to be very, very honest, my most favorite moment is meeting the people. Because the people, the community, the cosplayers, the fans are the one true thing that turned Gamescom into the celebration of gaming that it is today, that it is now, and I hope it will grow bigger and better. I hope there will be more people in the future to celebrate that one thing that we all love, that I love, which is gaming and the community. So yeah, that's basically my one true most favorite moment, which is, well, yeah, meeting you guys, the people that love gaming so much. If you're a passionate gamer and a football fan, Folks, my name is Eugene. I'm the CEO at Striker Zinc. I was to you wait. Okay, jetzt geht's weiter. To 21. Cause we for B. News and exclusives. The following custom original conversation and snap. Come to. We've got even more fresh game trailers in just a second, and some deep dives and developer interviews on deck, not to mention tomorrow's festivities. You can check out the full schedule at IGN or now.games. Ich hatte ja am Donnerstag noch 2 Stunden verpasst gehabt und jetzt gucken wir jetzt hier einfach mal weiter. Ich schaff's heute auch nicht alles, aber noch ein halbes, 3/4 Stündchen, das können wir auf jeden Fall mal schauen. Und dann gucke ich einfach mal die Tage, vielleicht nächste Woche Mittwoch gucke ich mal den Rest mit euch und dann kommt auch von morgen mein neues Video. Gamescom.global.
Gamescom Now is also your spot for more info on Gamescom memories, Gamescom Forest, Gamescom Epics, the Indie Arena booth, and so much more. So check it out the next time we go to break, which isn't yet because it's trailer time again. Okay. Theory, Urban, also Autorennen. Okay, was geht ab? Okay. 60 Frames pro Sekunde. Es ist nicht Gran Turismo, es ist irgendwas Neues. Assetto Corsa. Ja, habe ich vorhin mal was gehört. Es ist doch irgendein Rennen, das organisiert wird. Ne? Gibt ja Formel 1, dann gibt's DTM und Assetto Corsa. Stimmt. Okay. Hello, and welcome to an exclusive first look at gameplay from Assetto Corsa Competizione running on Gen 9 console. Green light, go, go, go. Let's go. Car on the left. Clear on the left. Okay, du kannst hier natürlich auch wie seit Jahrzehnten Kameraperspektive ändern. Coming out for PS5 and Xbox One Series S and X on the 24th of February 2022, the Gen 9 version comes with some pretty impressive improvements over its predecessor. Frame rate has been hiked from 30 to 60 frames per second. Also gab es auch vorher schon eine Gen 8 Version? Wisst ihr was davon? Ich hab's gar nicht mitbekommen. A much smoother look and feel to gameplay. Gen 9 will also feature free private lobbies enabling you and your friends to meet up for an organised race session, as well as updated liveries. Okay, cool, also du kannst auch eigene Server erstellen. If you already own the PS4 or Xbox One version of the Assetto Corsa Competizione, you will automatically upgrade to the Gen 9 version. Ah ja, okay, es gibt also doch schon für die PS4 und die Xbox One das Spiel. Okay, verstehe. Ich hab's nicht gewusst. When it releases in February. All your owned DLC and save games will also transfer over to the new version of the game. Das finde ich halt cool, dass man da ja keine extra Kosten hat, aber wenn man das Spiel halt hat. Sehr cool. For now, sit back, relax and take it. Weil es gibt ja so FIFA oder andere, die halt extra sogar Geld verlangen dafür. Oder einfach mal ein neues Spiel nativ für die PS5 anbieten ohne Upgrade oder wollen Geld dafür. Das hier ist einfach so wie ein Geschenk quasi. Nice. Exclusive gameplay from this pre-release version of Assetto Corsa Competizione.
Go, go, go. Car on the right. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Car on the left. Clear on the left. Also so Rennspiele haben mich eigentlich nie so gecatcht, bis ich GTA 3 hatte. Car on the left. Clear on the left. Car on the right. Three wide. Clear on the right. All clear. Ja gut, ich habe jetzt halt mein Video halt auch auf ziemlich niedrig aufgelöst. Es ist natürlich jetzt auch kein Gran Turismo oder sowas. Wenn ich jetzt nicht mehr besser wüsste, hätte ich auch mal auf eine PS3 getippt oder so, aber klar weiß ich, dass das jetzt auch für die 5 kommt, aber so von der Grafik her hätte ich fast gesagt PS3. Ich meine, okay, also Umgebungen, das gab's ja auch schon bei der PS2, also das ist halt jetzt, ja, auch jetzt kein Grafikmonster, finde ich jetzt. Aber auch halt cool mit den 60 Frames, das ist auf jeden Fall sehr cool. Ich hab gekocht. For more information on Assetto Corsa, be sure to check out the Assetto Corsa 2021 showcase on the 27th of August, where we'll be taking a deeper look into what's planned next for the franchise. Es war gestern. Ever had one of those days when you wake up on an unknown planet after being frozen for 350 years? Werbung. Dumb question. Can't wait to find out how the hell I got here. And just what the hell is going on. Story, okay? So, I get involved. Maybe I can even influence the outcome of some things. So ein Skyrim-mäßiges. I soon realize my own decisions have a huge impact. And isn't that what it's all about? Being in charge of my own destiny. And the destiny of this entire world. Okay. Ja, ey Leute, ich werde das auf jeden Fall noch zu Ende gucken, die Tage. Weil, ja, es kommen Spiele, von denen ich jetzt auch halt nichts sah. Und Blumemon jetzt auch so gar nicht groß spricht, was halt sehr geil ist. Deswegen, auch wenn ich jetzt heute auch nicht mehr viel schaffe, schafft mir das auf jeden Fall mal die Tage. Wardania is full of secrets, hidden technologies, battles to be fought. Stories to be told. My stories.
last or a crew. Last or a crew, okay. Dorfromantik. Sieht so ähnlich aus. Sieht aus wie dieses deutsche Spiel Dorfromantik, das irgendwie sämtliche Preise mal gewonnen hat. Leute, wie geht's euch heute Abend? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Tatsächlich, ich habe sogar den Titel erraten, obwohl ich es nie gespielt habe. Ja, es ist ein Dorfromantik. Okay, Kreativmodus ist jetzt draußen. Okay. Ist ein deutsches Spiel übrigens. Well, I feel relaxed after that Dorf romantic game. You know how you can tell? The eyes. They're the windows to the soul, so they say. So hey, open up your soul windows and get this next game. I mean, your metaphorical soul windows, not your actual... It's probably hot out and bugs might fly in your house. What I'm getting at is that you should continue looking at this screen you're currently watching. Completely lost my vibe. Here's Solstice. Solstice is a brand new hack and slash adventure where a superhuman battles through a Okay Leute, jetzt wird es aber sehr interessant, weil ich habe heute Morgen halt den Trailer gesehen zu Solstice. Sieht sehr spannend aus. Es ist ein Spiel aus Italien für die PS5 und die anderen Konsolen. Ist so ähnlich wie ein Devil May Cry, ähnliches Action-Spiel. Aber mit Anime-Einfluss, aber aus Europa. Ist sehr Grimworld cool. Alongside her sister, also Deswegen her bleibt sister man is dran. a ghost. To tell us more about this premise is the game's director, Fabio Pagetti, and Samuele Perseo, a producer on the game. Gentlemen, welcome to the show. Hi, nice to meet you. Nice to meet you as well. So, this game seems to take some inspiration from other hack and slash games that came before it. What's something that is unique to Solstice? First of all, we try to do our personal take of this kind of games. We study a lot the biggest franchising game in this field. Es ist ähnlich wie Devil May Cry, God of War, die frühen Teile. Vielleicht Bayonetta und so. Es ist ziemlich cool. The most famous hack and slash. And we decide to put all. Hi, okay. Ach cool, viel Spaß beim Final Fantasy 8 Spiel. Auch das waren ja noch Zeiten, ey. Fidos, Loser, Alter, beste, einfach geil. Wo bist du gerade im Spiel? Also, welche CD? Gibt ja 4. Our attention on find something very special, and in this case we decide to move on the decision to create an hack and slash based on two different characters controlled at the same time. In this case, our game shows two. Hi, willkommen zum Livestream. Gut, dass ihr jetzt alle mal ein bisschen einschaltet. Mir ist auch nicht mehr so lange online, aber schön, dass ihr alle hier seid. Two sisters, Briare and Leute, and all the game is
focused on these two sisters. Ja, ich weiß das gerade nicht mehr. Es ist jetzt bei mir 5 bis 6 Jahre, dass ich Final Fantasy 8 spielte. Das letzte Mal. Knast, da war was. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es das Spiel ist. Aber ja. Okay, cool. Gut, ja, okay, wenn du auf ein bisschen rasierst, nicht mehr die CDs für die PS1, okay. Both gameplay and story, of course. So what can you tell us about these two sisters? Yeah, the idea of these two main characters born during several meetings with my designer, and during this meeting we decided to move on this kind of game in general, and I Ja, da kommt mir Erinnerung hoch. Ja, okay. Ich weiß jetzt wo. Okay. I love so much Japanese animation mangas, and I like very much dark fantasy, especially birds. Hast du das Ende kapiert? Ich fand das Ende halt sehr verwirrend. Gerade so die Endcutscene allgemein jetzt. Aber ja. Das ist das Einzige, was mich so bei dem Teil stört oder verwirrt. Weil es schreit ja einfach nach einer Fortsetzung. Weil einfach gerade so ein bisschen unklar ist, wie das Spiel überhaupt geendet hat und wer überhaupt die Lenore ist. Und überhaupt gibt ja Gerüchte, als wäre die Lenore ja die böse Hexe am Ende quasi. Ist das irgendwie alles so ein bisschen unklar, aber ja. Kentaro Miura and Claymore, and I find this opportunity very unique to Ende meinst du? Ja. Spiel ist ja geil, deswegen gönnt ihr auf jeden Fall das Spiel noch. Und das ist auf jeden Fall echt nice. Try to create two strong characters using Berserk and Claymore as a reference. And nice. Ja, ich hab's auf der PS1 auch gehabt. Aber weil ich in Moskau war, da hatte ich eine Version, die irgendwie auf Japanisch war. Da habe ich dann aber jetzt auf der PS3 gespielt, vor 6-7 Jahren ungefähr. With that in mind, we start to work around these two sisters with a very terrible past and a great mission for the game. What we can tell you story-wise about them is that they're not the only ones in this world to have this sort of relationship between Swordman and the Shade. That's how we call the Ghost. Because these are sort of living weapons that have been created by religious order to face these enemies that come from the other side of the veil, from the dimension of chaos. So the idea is that you need this hybrid, this mix of different abilities to face these enemies. What makes each chimera, because they're called chimeras, what makes each chimera unique is a relationship between the two characters. Obviously, Bar and Luta are the ones that we will get to know best because they are our main characters, but you will have the chance to meet others in the game and see the inherent danger that this condition, their own life and uneasy balance represents. And they were not, we can tell you something, not too much because we don't want to spoil the story, sure. But they didn't have a say in their transformation, in their rebirth. And the way that each one of them reacts to this is different. And since they're always on screen together, they get to have a voice.
about what they face and the story as Sieht it halt unfolds. echt ziemlich So cool the aus. idea is that we have not only one but two characters facing Dieser their Geist ist dann narrative quasi, ich arcs glaube, and trying deine to Schwester solve oder some sowas issues und between dann them as bist well du as story goes quasi on. mit So you der know there are unterwegs, two main so characters. als, Is this a single-player ja, Waffe quasi. Yes, but in truth, you get to control directly Briar, the sword woman. What happens with Lute is that she is an AI-driven character that is a mix of manual input from the player and contextual actions. But Fabio can tell you more about this. Yeah, the two systems, mainly in combat, the two systems respond on a we call that a unity system that show to the player the value of unity between both, and respect that value, loot become more powerful, and also allow the player to interact with their action more than normally. When this unity value grows up, unlock special moves for both sisters, and these special move consist in a very powerful special attack that the two sisters do in complete synergy. On a higher level, the two sisters become more and more powerful, but I can say more. Okay, also du hast hier quasi so eine Art Unity-System, wo du quasi diesen Geist kontrollieren kannst, aber auch so kontextabhängige Eingaben, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, dass die eine Schwester, die jetzt halt läuft und den Geist irgendwie so eine Art, ja, also Harmonie haben und gut halt sind, dann gibt es wohl so Special Attacken oder sowas in der Art. Cool. On that, because there is something special in the future respect this kind of unity system. I see. Okay, so we see quite a few different weapons being used. What kind of weapons and moves can players expect to use in the game? Mainly, the main character uses a signature weapon. Is this big sword you see in the trailer and in the gameplay. We work on that sword keeping in mind famous sword from the game and also manga, like the sword from Final Fantasy VII, the Berserk sword. But also I really like, for example, the sword coming from, for example, Monster Hunter and Bloodborne. And in fact, our signature weapon can be transformed from a big sword into a big mace. Of course, in this kind of game, the player can unlock and... Wir haben das Schwert, wurde quasi inspiriert von dem Wasserschwert vom Cloud aus Final Fantasy 7. Also kannst das Schwert wohl irgendwie noch halt quasi verwandeln. Okay, cool. And use a different secondary weapon. In this case, in our gameplay video, we have at the moment the big iron gauntlet and the wimp. Wimp is used especially when you have a lot of enemy around you, because it's a long-range weapon, but he don't do the same damage as the gauntlet. For example, gauntlet is used on single target, and especially versus the enemy that have an armor. So with the gauntlet you can break armor on the enemy. Signature weapon is sword and mace. Sword is it's not quick like the wimp or other secondary weapon you can unlock during the game. Is the balanced weapon for the game, but also you can use mace to do a very impact on also on character with armor.
but in a different way than the gauntlet. And all the secondary weapon for sure unlock special ability and moves for both systems. The idea is that we wanted something strong also from a visual point of view to identify the character with, but on the other hand we also wanted to offer the players with a good array of different options. And obviously if you play on easy or normal, you don't have to care too much about which weapon to select. You can just do whatever you want actually. But if you go for a harder difficulty, the game expects that you select the best tool for each challenge that you're presented with. So it's really up to the kind of experience that each player wants to enjoy for themselves. And we hope to have enough variety for everyone to enjoy the game in this regard. Gerade eben sah es ein bisschen aus hier, wie bei Nier. Aber ist cool, mir gefällt das auf jeden Fall. For everyone to enjoy the game in this regard. So you mentioned Bloodborne. The monsters and environments are giving me big Bloodborne vibes. Were the From Software and Soulsborne games a big inspiration for Solstice? A funny thing is the name of our game, Solstice. When we released the announcement trailer, a lot of people think, okay, it's a Souls-like game, but it's not that. For sure, you see from the trailer and the gameplay is totally an hack and slash. The name born because of a very important fact in the story. Genau, also es heißt zwar Solstice, aber es ist kein Souls-like. Es ist kein Spiel ähnlich wie Dark Souls. Es ist echt ein Hack and Slash. The game, there is a big event in the game called the Solstice of Soul, and the title born from. On the other end, for sure, the From Software game inspire us a lot. In fact, we are not Japanese people; we are European people, and for us, create this type of game is very difficult, especially from a visual point of view. But for Solstice, all the environment we created is much realistic that a lot of Japanese game, especially games inspired by Japanese animation and manga. And for sure, From Software for us it's the biggest example to make things very, and especially environment, very interesting because of mood. Because for us, the mood of the From Software game is very interesting, special, and unique. Yes, it was more a source of inspiration about tone and atmosphere, or the general dark fantasy, low fantasy setting. Not so much for gameplay, because in that case our sources of inspiration. Mein Handy ist gerade mal leer gegangen. Deswegen mache ich Is this a boss kurz, fight that we're seeing right now? Muss ich kurz mal aufladen. Sekunde kurz, Leute. Weil ich habe gerade mein Handy nicht am Ladekabel, deswegen mache ich kurze Pause. Einen Moment. Ganz kurz. Bis gleich. Ich lade kurz Handy auf und dann gehe ich ganz kurz für kleine Jungs, dann komme ich gleich wieder.
ganz kurz wohin und habe mein Handy kurz aufladen lassen, weil der Akku gerade leer ist. Deswegen kann ich gerade nur den Chat sehen, wenn ich jetzt auch echt auf den Maus nimmt zu wenig. Moment. Weil ich sehe gerade auch den Chat nicht, außer ich gehe jetzt in den zu wenig Platz hier. So. Jetzt gehe ich kurz mal in den Chat schauen, was da so abgeht. So. Nein, habe ich gerade verklickt. Shit. Moment. Zu wenig Platz hier irgendwie. So. Jetzt. Okay, Handy ist jetzt wieder an. Sehr gut. So. Dann so, Chat. Okay, ich hatte mal geschrieben, dass das Spiel öde wird. Meint ihr jetzt dieses Solstice? Also halt so, ja, dark halt, ne? Aber jetzt so öde will ich jetzt nicht behaupten. Also klar, wenig Farben pro so, aber haben ja auch so Beispiele auch an sich. So, irgendwie ist das Handy wieder im Moment. Aber ist das Handy wieder an? So, jetzt gehe ich auch gerade wieder in den Chat. So. Leute, ich würde sagen, ich mache noch 5 Minuten und dann gehe ich wieder offline. Weil, ich muss noch heute ein bisschen früh schlafen gehen, weil meine Mom wird morgen auch geimpft. Und sie wollte sich halt nochmal jetzt ein bisschen Schlaf gönnen. Und weil ich ja Hilfe brauche ins Bett, dann gehe ich heute mal ein bisschen früher schlafen. Aber morgen kommt das große Video von mir, das eigentlich jetzt auch das Highlight werden müsste. Habt ja echt lange dran gesessen und jetzt kommt es morgen um 20:15 Uhr auch online. Und dann hab ich euch erstmal für ein paar Tage versorgt, hoffentlich. Und ich hoffe, dass ihr sie euch alle auch anschaut. Und ja, es wird mal endlich mal wieder Zeit für ein richtiges Video. Deswegen, ich gucke jetzt nochmal die letzten paar Minuten die Gamescom. Und den Rest gucken wir einfach mal nächste Woche zu Ende. Und dann gehe ich schlafen und dann genau geht's auch richtig los mit richtig gutem Video morgen weiter. Und dann habe ich echt geschafft, auch wenn jetzt nicht alles perfekt lief, auch wenn ich jetzt so ab und zu mal irgendwie technische Schwierigkeiten hatte und irgendwie auch so Fails auch gehabt. Gott, irgendwie. Moment kurz, ich habe mich gerade da verloren. Ich habe hier gerade überhaupt keinen Platz für die Maus. Sekunde, kurz. So, jetzt gerade so viel zu eng irgendwie. So, was macht denn die Kontrolle hier? Den brauche ich doch jetzt hier nicht. So. Da. Okay, jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz hier. So.
ey, wie cool. Also gerade jetzt, wo ich leider offline gehen wollte, also muss, kommen die ganzen Leute. Leute, hi, willkommen zum Livestream. Danke, dass ihr einschaltet. Allerdings bin ich jetzt fast zu Ende für heute. Morgen Abend um 20:15 Uhr kommt mein neuestes Video. Dann könnt ihr das euch gerne mal reinziehen. Und ja, morgen ist es soweit. So. Genau, und jetzt gucke ich noch mal die letzten paar Minuten die Gamescom an. Jetzt, genau. Ist hier schon. Okay. Genau. So, dann mache ich mal Play. Not so much for gameplay, because in that case our sources of inspiration and references were just different. I see. Is this a boss fight that we're seeing right now? Yeah, this is the first boss fight in the game. We have also mini boss. This is the very first boss, and in this case, the player is called to use all the ability and game rules that he have learned during the first branch of mission before him. This boss is a possessed enemy. In the game, we have mainly three family of enemy. We have corrupted human enemy. We have a ghost void enemy, and we have possessed. In fact, if you see our main character, especially Lute, can cast two type of different auras. One is blue, and one is red. Here, our reference is Ikaruga. Ich wollte heute zwar früher anfangen mit dem Stream, habe aber jetzt die ganze Woche was gemacht, Livestream-mäßig. Und ja, habe jetzt geschafft, dass die ganze Woche irgendwas von mir kam. Und so will ich mal sagen, war es das jetzt mit der Livestream-Woche von mir. Ich werde noch die restlichen 2 Stunden am Mittwoch angucken mit euch oder mal, ja doch, Mittwoch klingt ganz gut. Und dann kann das neue Video noch so ein bisschen Puffer zum erkannt werden und so weiter und so fort. Dann mache ich jetzt auf jeden Fall für heute mal Schluss. Wünsche euch allen eine wunderschöne gute Nacht. Danke euch fürs spontane Einschalten. Schade, dass es jetzt, ja, die meisten Leute auf mich kamen, während ich jetzt, ja, schon leider aufhören muss. Aber das war ja nicht das letzte Mal. Also es wird bald wieder einen neuen Livestream geben am Mittwoch. Und wir sehen uns morgen hoffentlich alle für die Premiere um 20:15 Uhr für mein neues Video, wo ich euch echt mal erzähle, was die ganzen letzten Wochen so abging. Wird sehr cool werden, wird auch die doppelte Länge haben, eine halbe Stunde, weil letzte Woche ja auch nichts kam und es echt viel gewesen ist und deswegen würde ich vorschlagen, wir sehen uns alle morgen Abend zur Premiere und auch später, weil das Video auch nicht wegläuft und dann quasi die ganze Woche da ist, um bestaunt zu werden. Danke euch für den Support, wir haben echt viel Wohlstand geschaut diese ganze Woche. Und okay, dir wird jetzt viel Spaß bei Final Fantasy spielen und euch eine wunderschöne gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Bleibt auf dem Rollenden. Kons-T out. Skra! So. Bis dann. Bis morgen. Skr, skr.